Hallo zusammen und wir sind wieder bei der Council und wir steigen direkt ein, weil nicht, dass wir wieder lustige Überraschungen kriegen, à la Hallo, ich bin ein Dämon, so von Mortimer. Gut, unser nächstes Ziel ist ja, trifft die Mutter am Anleger, also unsere Mutter, weil wir sind ja Louis, und das mache ich jetzt direkt. Mal gucken, was wir da für Möglichkeiten haben. Es wird spannend. Es kommt mir vor, als wäre es ewig her, seit ich hier draußen war. War ich überhaupt schon mal hier? Ich weiß, dass ich am Anleger war. Ja, klar, ich war schon mal hier. Ich glaube, das war in der ersten Folge oder so. Aber jetzt sind wir ja schon ein ganzes Stück weiter. So, wo ist denn die Mutter? Da war diese Lagerstelle oder so ähnlich. Ah, ich sehe von Weitem Emily. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Uiuiui. Oh no! No, Mother! Louis, it was an accident, I'm sorry. I didn't have a choice. She attacked me. How dare you? I didn't want to hurt her. Sagen das nicht immer What alle? happened? I was on the wharf. It was dark. She seemed to be preparing to depart. I moved closer. I wanted us to talk, but as soon as she saw me, she threatened me. I wanted her to explain to me in her own words what had happened to Emma. I had to know what happened, Louis. You understand that, don't you? Okay. Ich möchte alleine sein. Hat Sarah etwas gesagt? Was genau ist geschehen? Interessant, hier ist so ein Punkt davor. Ich verstehe nicht. Egal. Oder ich schau mal, was sie denkt. Ist sie auch ein Dämon, frage ich mich gerade. Hatten wir das in der anderen Folge? Ich mach's einfach. Ich bin neugierig, was passiert. Is it really for him that you left me, Emily? That's pathetic. He still doesn't get it for crying out loud. Oh mein Gott. Bitch. Oh mein Gott, es ist... Ich hab die falsche gerettet. Okay. Direkt töten? Das hier ist ausgegraut, kann ich das nicht mehr machen? Oh mein Gott. Okay, ich schrei sie erstmal an. Bitch. What? Louis, what's wrong with you? No, you are not Emily. Ah, that. It took you long enough to figure it out, though. Oh, I felt sorry for you when I saw you couldn't even recognize her, Louis. What do you expect? It wasn't my fault. Was it perhaps that night we spent together after the conference that persuaded you that I was worth more than her? What? Oh, you still don't get it. The night of the conference? It wasn't poor Emily who paid you a little visit in your room. Oh, she was much too busy with Monsieur Bonaparte. No, that's not true. It was me, of course. I assure you, you got something a whole lot better. And when I think she wasn't even armed when I arrived. Right. Take a moment to think and meet me at the manor later. You're crazy. Now, Louis, don't push it. I understand your grief, but I won't put up with that sort of talk from you or anybody. Das ist richtig... Es hat jetzt einen richtig krassen Turn, genau. Meine Mutter liegt tot da. Emily ist eigentlich Emma, weil ich mal wieder eine falsche Entscheidung getroffen habe. Diese Playthrough ist echt ein bisschen cursed. Aber... Naja. Die muss es auch geben, ne? Ja, sie töten. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen will oder einfach nur sagen, sie ist verrückt. Oder nochmal ihre Gedanken lesen. Kann ich die mit irgendwas aufbauen? Kann ich mal kurz... Nee. Mal kurz was checken. Konzentrationspunkte, klar. Hebt negative Effekte auf. Offenbart vorübergehend Immunitäten und bringt ja 3 Essenzpunkte. Das sind ja diese... Genau, Essenz. Okay, davon habe ich 5 Stück. Endlich kann ich Erdsternchen verwenden. Juhu. Dann werde ich jetzt einfach nochmal ihre Gedanken lesen und dann mal gucken, ob sie noch was anderes sagt. If he says one more word, I won't be around to satisfy any of his desires. Okay, das war jetzt sehr ernüchternd. Ich gehe mal mit der milderen Aussage.
You've lost your mind. That's enough. That's not how you talk to a lady. Okay. Sie gehen lassen, die verrückte Frau. Ich meine, sie hat es ja basically schon zugegeben, dass sie die Mutter erschlagen hat, was auch immer. Okay. Ich gehe jetzt full in, all in und versuch das. She's stark raving mad. Die, you bitch! Oh, ich dachte, er geht jetzt mit beiden Händen an ihre Kehle. Kehle. Ja, das wird Konsequenzen haben, ich sehe es schon kommen. Cool, das hätte ich beim letzten Mal noch fertig machen können, aber man weiß es ja nie. Okay, was haben wir geschafft? Ich habe verhindert, dass Napoleon Bonaparte in den Besitz der Lanze gelangt. Ja. Ich habe Herzogin Hillsborough getötet. Ja. Und ich habe von meinem dämonischen Wesen erfahren. Okay. Ohne Erfolg. Ich bin nicht rechtzeitig gekommen, Louis de Richet zu retten. Ja, wie denn auch? Ich musste ja mit Mortimer reden. Nein, ich musste nicht. Ich hatte die Wahl. Aber ich habe es getan. Das war gut. Denn ich habe Herzogin Hillsborough nicht davon abgehalten, Louis de Richet zu erschießen. Ja, logisch. Ich war ja zu spät. Und ich habe nicht Louis de Richets Lüge aufgedeckt. Ah, man. Das wäre jetzt schon interessant gewesen. Okay, Alternative. Ich hätte eine Diskussion mit Manuel Godoy haben können. Wo auch immer der noch war. Weil... Ja, vielleicht hätte ich gerade noch hochgehen können, aber gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Okay, wir haben 4 Punkte verfügbar. Was haben wir hier? Gewandtheit. Das habe ich bisher noch nicht wirklich häufig gebraucht, habe ich das Gefühl. Hier habe ich sehr viel schon aufgebaut. Nehmen wir mal Etikette. Machen wir einfach voll. Und den letzten packe ich mir in Ablenkung rein. Gut. Ich habe immer noch nichts zum Lesen, weil mir hier immer noch 2 Blätter fehlen. Ich frage mich, ob ich die irgendwo übersehen habe. Weil eigentlich habe ich das ganze Haus schon jetzt kennengelernt. Okay, anyway. Gucken wir mal weiter. Unwürdiger Sohn. Rational and open. I spent my whole life swimming in lies. Emily, what a waste. I feel like I know nothing. But I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Es kann beides sein, würde ich behaupten. Ich schlag mit ihm jetzt so den richtigen Dämonenweg ein und sage, es ist ein Segen. No. No, this is an advantage. I could get used to this pretty quickly, I think. Damn it, what a mess. Come on, man up, Louis. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. There's no way of being alone for a minute. Gut, wer klopft an der Tür? Ist das hier schon immer so ein schwarzer Spiegel? Ist mir nie aufgefallen. Okay, gehen wir direkt zur Tür. Sir Gregory? Good day, Louis. I think it would be good to talk. How are you feeling? I don't know. I understand. I heard that William spoke to you at last about our nature and our family. It's a good thing, but you must be a bit shaken up. That's the least you can say. I bid you welcome among us, Louis. Knowing William, he probably didn't go into any detail about our family, so if you have any questions, don't hesitate to ask. Okay. Also ich fülle erstmal die Punkte auf. Sicher ist sicher.
Aber ich werde nicht seine Gedanken lesen, weil wir ja festgestellt haben, das ist nicht so cool. Okay, das ist eine Immunität. Das werde ich deswegen nicht verwenden. Wie groß ist die Familie? Warum rebelliert Mortimer? Gibt es ein Familienoberhaupt? Keine Frage. Okay, ich frage mal, wie groß ist die How many Familie? of us are there in the family? We are 8 brothers and sisters. Okay, warum Brüder und Schwestern? What do you mean by brothers and sisters if we can change bodies? You reason with logic. We have retained the human habit. When we first come into this world, we retain a certain attachment to our first envelope. If we are born as a man, we are brothers. If we are born as a woman, we are sisters. But I must admit, it has absolutely no real importance. They're just bodies. Okay, gibt es andere Familien? Well, tell me then, are there any other families like ours? There are officially 7, but we're the oldest and therefore the most powerful. Ich frage mich ja schon, wie die ohne Körper aussehen. Also ob die halt so eine klassische dämonische Gestalt haben oder ob die generell schon von Anfang an Menschen sind. Naja. Vielleicht sieht man ja noch was. Wer weiß. Okay, warum rebelliert Mortimer? What's Lord Mortimer's problem? I think he allows himself to be devoured by a need for recognition. Has he always been like that? More or less, but thinking about it, I believe that the birth of our latest sibling greatly accentuated his discomfort. Ist er eifersüchtig? Do you think he's jealous? I didn't realize you were so good at behavioral analysis. Indeed, William certainly is prone to jealousy. Finding one's place, notably in the eyes of our father, is not easy, and we each do what we can to succeed. But I can't justify this perpetual rebellion against our rules. So, gibt es ein Familienoberhaupt? Is there a head of the family? You'll see. You'll meet them all, of course, when you are ready. They created us and set out the rules, especially our father. As for our mother, she retired from the political stage. We don't see her much anymore. I think that all these questions simply bore her. Gut, ich habe ja gerade festgestellt, dass das hier eine Immunität von Gregory ist, aber es kostet mich nichts, deswegen würde ich es einfach mal machen. How long has our family been in existence? We have been here since the very beginning. What do you mean, exactly? Are you trying to get information from me? No, not at all. I was just wondering why that particular question seemed to disturb you. Let us not insist then. You yourself weren't very convinced by the question, it seems. I see. There is still much to learn. Yes, it's true. You've got some catching up to do, my boy. One thing you must understand, regarding any disagreements that might arise between William and myself, is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help, and therefore preserve humanity. Monarchies are simple and practical. They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with democracy. Tja. Ich gebe ihm natürlich recht. Ich finde die Demokratie auch besser. But if your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. On the other hand, we are eternal. When we plan ahead, we do it for the long term. Okay, da war gerade kurz ein Springer drin. Ich habe nichts gedrückt. Okay. Ich verstehe. Oder es klingt nach Despotismus. Tja. Despotismus. Yes, I understand, but that's more like tyranny, isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view,
I can understand how he would have that impression if ever he found out. But don't forget your true nature. From the demon's point of view, in other words, ours, letting man do as he thinks fit would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood. It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything would be fine. But several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the political chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Okay, ist er in Gefahr? Bin ich in Gefahr? Oder ist es eine Einladung, ihm zu folgen? Ich frage mal, ob ich in Gefahr bin. Are you trying to warn me that I'm in danger? That, Louis, will be up to you to choose. Most of all, make sure you don't pick the wrong side. William has had all the time he needs to think about this. You do not. I'm sorry to say this, but this first choice might well be of capital importance to your future. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say, and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, Uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now. Das ist ein bisschen befremdlich, ihn jetzt Onkel zu nennen. Okay. Go now hat er mich einfach aus dem Zimmer geschmissen hier. Kann wahrscheinlich auch nicht zurück. Nope. Gut. Ich habe zwar einen negativen Effekt, aber das ist, glaube ich, nur Schöpfung. Und ich sehe, dass nur eins von den Konzentrationspunkten ausgegraut ist. Und das ist ja nicht so tragisch. Die sind bei mir eh irgendwie nie voll, von daher passt's ja. So. Wir müssen dahin. Also ist es egal, in welche Richtung wir laufen. Der altbekannte Flur. Wahrscheinlich werden wir ihn noch ein paar Mal häufiger sehen. Ach, guck mal, wer da sitzt. Quatschen wir ihn doch mal an. I haven't the time. Tja, dann halt nicht. Ich wollte ja nur deine Gedanken lesen. Das würde ich ihm natürlich nie so sagen. So, ist die Treppe runter. Da steht der President. Kann man ihn anquatschen? Louis, Jo. busy as always, I see. How lucky you are. I must admit I'm trying to kill the boredom myself. Keine Zeit. Kann ich nachvollziehen? Ja, kann ich I get nachvollziehen. the impression we're all in the same boat. And here I was thinking you might have some juicy gossip. Ja. Nein, hat er welche? Nein, nichts. Ein letzter Gast wird erwartet. Stimmt, da war ja noch was. Aber soll ich ihm das so slippen? Ah, nee. Me? No, nothing at all. And you? I would like to be able to say yes, but it's been dead quiet. The only one with anything to say is Duke Manuel. But with that accent of his, I don't understand a word he says. It's exasperating. Right. I've wasted enough time. I'll keep our conversation to myself, Mr. President. Anyway, I must be going now. See you later, Louis. Haben wir es auf einmal so eilig, Herr Louis? Bin ich noch richtig? Ich bin dran vorbeigelaufen. Kann ich den trotzdem hier noch ansprechen? Pardon me, monsieur, but I have work to do. Ist sehr gut, ist sehr gut. Ach ja, klar, hier geht's ja rein. Ah, grandios dran vorbeigelaufen. So, dann schauen wir mal.
In sein Arbeitszimmer oder ist er hier? Ne, hier ist er ja. Gut. Louis, I was sure you would stay. I'm proud of you. You've made the right choice. You must have been disappointed not to have been able to speak to Sarah one last time. I would have liked her to tell you herself. Well, I guess I'll never know now. True. Even so, there is one more thing I haven't told you about her. Sarah was my daughter. What? Jetzt geht's ab. Why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be too many truths to absorb at one time. I intended to tell you afterwards. You were in a hurry, so I made a decision. You've been able to understand and choose for yourself. How do you feel? Hard to say. Ja, hard to say, genau. Überwältigt, fasziniert, erleichtert oder ängstlich. Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Ich nehme mal überwältigt. Confused about everything? I have to admit, it's been a lot to take in such a short amount of time. What could be more normal? It may have been a bit brutal, but you've just grown up in a very short space of time. From now on, you can influence your own future. I will guide you. We've all the time we need. You're not the first to make me that offer. What do you mean by that? Your brother, Sir Gregory. Gregory. Why am I not even surprised? What did he say? Das ist immer so lustig, wie Gregory sagt. Gregory. Gut. Wir wissen ja, dass wir nicht seine Gedanken lesen sollten. Aber er hat über Mortimer gesprochen, ja, korrekt. Er hat über seinen Vater gesprochen. Ja, er macht sich Sorgen um Mortimer. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Thema wechseln. Okay. Ja, ich bleib mal bei der Wahrheit. Er hat über Mortimer gesprochen. According to him, the family is a prickly subject for you. He exaggerates. I don't have problems with all our family, far from it. I admit I find it difficult to follow the path set out before me sometimes. I don't share their vision, and they don't understand me. They find you unstable. I don't impose anything on anyone. I'm just following my own path. But where does it lead? I suppose I should explain. For centuries now, demons have emerged in and around great leaders all over the world. But like true tyrants, they have governed with an iron fist in a studded glove. That's the impression I get. But you see, people's discontent is increasing, and they are too high up to hear it. They take themselves for gods. Sooner or later, the people will turn against us, just as they have in the past. Each time it's happened, many of us have died. We must master the humans, yes, but gently. And the best way of doing that is by allowing them a free choice, Louis. Eigentlich hat er ja recht, ne? Also Freiheit für die Menschen, ist das sein Projekt? Ich nehme mal das zweite. You really are trying to liberate men. Of course not entirely, no. It is easier to keep control over people who slumber than people who are oppressed. A man with nothing to lose is a dangerous man. Whereas if you give him a roof, food, and entertainment, he will do whatever you want. The best way of getting them to achieve something is to make them think it was their idea. For that, they have to feel as if they are free. Hang on. What do you mean? Look at the United States. From the start, I introduced an idea that will change everything. The idea that everything is possible. Everyone can become someone. Is there anything more beautiful? You mean it's not true? Man can move mountains when he believes it is in his own interest. And what nobler cause is there than his own freedom? Ich muss gerade ein bisschen an die Sims denken. Wenn du... Die haben zwar einen freien Willen, aber wenn man ihnen dann Aufgaben gibt, dann kann man die auch immer wieder canceln. Also es ist... ja, so kommt mir das gerade ein bisschen vor. Okay, weitere Beispiele. Wie schrecklich, das ist unmoralisch. Weitere Do you Beispiele. have any more examples? Of course. Okay, Sklaverei. Talk to me about slavery. Well, take the slave trade, for example. It's an archaic practice that simply has to stop. Today, black slaves of America work for free and in unbearable conditions. Tomorrow, if you free the blacks and offer them work along with a salary, they will bless you for it. Then, they will be integrated into the system.
they will be taxable. Once they are free, they will have to work for a roof, pay taxes, and feed their families. Maybe we could take away the civil rights of prisoners, for example. In this way, we'll keep control of all those who respect the system and benefit from the others as workforce. Das sind schon heftige Ansichten. Okay, Emanzipation der And what Frau. would you propose for women? They must be given the right to work and to vote. Look, at the moment, they don't work. They take care of raising children. What a mistake. We have to get them out of the house. Make them work. In this way, not only will they become consumers, but they will also delegate the job of education to the system. We could guide humanity from a young age, Louis, don't you see? Today we are wasting too much time. Ich finde das super interessant. Ich meinte ja gerade, so heftige Ansichten, aber da ist immer so ein Kern Wahrheit auch mit drin. Also, so, jetzt auch gerade mit den Frauen, ja, holt sie vom Herd weg, lasst die arbeiten gehen, aber was ist Arbeit schon wert? Es ist super interessant, ich meine auch im Hinblick auf die Zeit, in der das spielt. Aber machen wir erstmal weiter. Religion. What obscurantism! By harping on this concept of good and evil, guilt and redemption, look where men are now, locked up in beliefs that should no longer exist. It's time for men to rediscover themselves and to take control of their lives, as they really are, without any moral judgment. Der Fortschritt? Tell me what you think about progress. Progress is essential, Louis. It's the future. What else? Progress must liberate humanity from burdensome chores. Progress must replace man wherever his presence is not obligatory. It creates both the desire and the need. It will liberate women as soon as the machines are able to do all the chores in the home automatically. It will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the Cultural Revolution that printing brought about. But the most important of all has already been laid. The foundation stone. Freedom of speech. The First Amendment of the Constitution. There must be opponents to every project. So, above all, don't develop a one-track approach. Otherwise, man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits. And it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. If he progresses, then so do we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us. Our species. I've been searching for centuries, trying to find a way to explain the reason of our existence. But humanity has not yet evolved enough to make any progress on the subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are? Das finde ich natürlich auch sehr spannend. Ja, immer noch Manipulation. Ja, ist es. Mein Standpunkt, ja, ist es. Aber aus spielerischer Sicht her finde ich das eigentlich ganz interessant, warum eigentlich nicht so ist. I see your point. Our family clings to its privileges and to the past, and that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few things I need to teach you. What do you mean exactly? A new skill, and not the least, Louis. It's about taking control of a person. Oha, ja. Stimmt ja. Wie funktioniert das? Wie ist das möglich? Ich bin bereit. Okay, wie funktioniert I das? don't see how I could do that. I shall help you the first time. Okay, wie ist das möglich? How do you do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that of others. That is why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants dressed in black. I infiltrated them. I opened a channel between them and me,
and then I deprived them of speech and hearing. This way, no other demon can turn them against me. Boah, das ist krass. Ich habe mich aber auch schon gefragt, also nicht bei denen, die in schwarz gekleidet sind, aber die anderen, wenn man sie anspricht, die haben die gleiche Stimme wie Mortimer. Also nur ein bisschen verändert. Aber ich habe nie so genau drauf geachtet. Na gut, ich bin bereit. Okay, let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. I thought I'd Was make ist das? business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaget to inform the Pope he has changed sides. Okay, die Konferenz manipulieren. You're going to use your powers to alter the votes? The real game is about to begin, Louis. Up till now, the guests have been sizing each other up. From now on, it's time for Gregory and myself to play, as well as you yourself. Now, here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes, you're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Aber wie? Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaget had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaget's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me, and I'll send it off immediately. All right, I'll take care of it. Das klingt irgendwie alles sehr schwierig, aber natürlich versuchen wir es jetzt mal. Gut, vorhin saß er vor seinem Zimmer, jetzt ist er ja wahrscheinlich in seinem Zimmer. Ich möchte hier runter. Schenkt ist immer noch da. Das war, glaube ich, auf dieser Seite. Adams, Washington. Ja. Ja, wobei ist eigentlich egal, wo ich langlaufe. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Den Flur sehen wir nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Also. Manipulieren wir den Kardinal. Bin gespannt, wie es laufen wird. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Dass hier immer überall Essen steht. Das nicht. Okay. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wir klopfen nicht an, wir gehen direkt rein. Natürlich. Ah, well. Louis, what brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. Okay, wir können über die Konferenz reden, für gar nichts. Wir können über Dämonen reden, über Politik, über die heilige Lanze. Ich würde mal sagen,
Wir reden über die heilige Lanze, weil ich denke, das könnte auch von seinem Interesse sein. I wanted to thank you for your help. I mean, for your time talking to me about the Holy Lands. Oh, and did you find it? It's the crusade of a lifetime for some people. You are searching for another holy grail. You're nearly there. Link into his thoughts. Does it annoy you at all? But what on earth is he trying to get at? Why do you ask, Louis? I don't follow. For the glory, Your Eminence. I can feel it coming. It's working. Insolence? Why, really? I am a man of the church, Louis. May God keep me from such ambition. Right. Let me in, Your Eminence. Why? I've done it. I've done it, damn it. He was right. Wie jetzt da sitzt. This is just crazy. I can't believe it. Das ist richtig Look crazy. at yourself, Louis. You better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Natürlich muss ich den Brief jetzt selbst See what I schreiben. can find here to help me write that letter. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are 2 letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or 2 by checking how well they correspond to each other. And here are 3 stamps. All are different. Oh, okay. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Also, Brief auf dem Schreibtisch lesen, Inhalt festlegen, Stempel aussuchen, Geheimcode aufschreiben. Erstmal lesen. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Lieber Giuseppe, da es mir meine Gesundheit nicht erlaubt, der Einladung Sir Gregorys auf das Anwesen von Lord Mortimer zu folgen, bin ich Ihnen dankbar, dass Sie statt meiner an der Konferenz teilnehmen. Selbstverständlich werden Sie den Gastgebern meinen Dank ausrichten. Bestärken Sie unsere Vereinbarung mit Sir Gregory und lassen Sie ihn wissen, dass die Angelegenheit mit Kardinalbischof Chiaramonti absolut planmäßig verläuft. Ich habe höchstes Vertrauen in Sie. Möge Gott der Allmächtige Sie segnen und beschützen. erstes Giovanni Angelo Braschi. PS, verwenden Sie nicht Ihr eigenes Siegel, wenn Sie mir schreiben, benutzen Sie stattdessen den Stempel mit meinem Motto. 31.12.1792. GJGHFJ. Okay, was auch immer das zu bedeuten hat. Vielleicht finden wir das gleich noch raus. So. Also, die Vereinbarung mit Sir Gregory bestärken und ihn wissen lassen, dass die Angelegenheit mit dem Kardinalsbischof planmäßig verläuft. Also wir machen ja wahrscheinlich das Gegenteil, weil wir ja nicht für Gregory, sondern für Mortimer das machen. Dann lesen wir jetzt mal den zweiten Brief. Lieber Giuseppe, wie ich weiß, sind Sie auf dem Weg zu Lord Mortimers Anwesen. Ich hoffe, dass Sie eine angenehme Reise haben, auch wenn Sie dafür Frankreich durchqueren müssen, was momentan nicht gerade angenehm sein dürfte. Aber, mein Freund, vergessen Sie nicht, wie wichtig diese Mission ist. Möge Gott der Allmächtige Sie segnen und beschützen. Es ist Giovanni Angelo Braschi. 17.01.93. Das ist der gleiche Typ. Okay. Legen wir mal ab. Dann schauen wir mal, was wir für Inhalte festlegen können. Well, let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. Ja. Holm diskreditieren? It turns out, now that I'm here, that I find Lord Mortimer's projects grant us many more advantages in comparison to what Sir Gregory had suggested. We are talking about the future of the Holy See. There. That should be enough to justify the change of vote. Okay. Das wäre der erste Schritt. So. Notiere den Geheimcode, wähle den korrekten Stempel aus. Ja, There's a gucken kind wir of mal. code composed of 6 letters that
but they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piaggi's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today, the date is 24/01/1793. Oh, Jesus. Kein Code verwenden. Ja, das ist schwierig. Über die Logik des Codes nachdenken. Schauen wir uns erstmal an, wie die Hand aussieht. Also, da sind Buchstaben um die Zahlen. Wenn wir das jetzt mal vergleichen. 17.01.1793. 17e. Ja, wo kommt das H her? Das H ist dazwischen. Dann... Oh Gott. Das ist gar nicht so einfach. Weil wir haben ja noch eine 17er dann für 1793, aber die ergibt da keinen Sinn. Dann haben wir da noch GJ. Ich wähle mal über die Logik des Codes nachdenken. In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo, it must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Jawohl, da bin ich auch schon drauf gekommen, du. Ah, ich kann nachdenken, es kostet mich nichts. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Today, the date is 24/01/1793. Gut. Bin immer noch nicht so ganz überzeugt. Also, wenn der Tag quasi, wie nennt man das, der Schlüssel des Codes ist, müsste ja bei 31, das zeigt auf das I, G, J, G, H, F, J. Wer hat sich das denn ausgedacht? Heute ist der 24. Dann wären wir bei A. Es würde dann also mit A anfangen. Weil bei 31.12. fängt es mit G an. Das ist zwischen 31 und 3. Und bei 17 fängt es mit E an. Das ist ja direkt auf dem E. Also tippe ich jetzt mal ganz stark aufs A. Ich bin mir mal wieder nicht so sicher. Gucken wir mal. Okay, der erste Buchstabe kann kein A sein. Super. Was mache ich jetzt? F? Es ist ein bisschen tricky. Das G ist zwischen 31 und 3, aber das E ist genau auf der 17. Aber dann könnte es wahrscheinlich nur das F sein. Ich habe das Falsche ausgewählt. Okay, dann nehme ich mal das Today A. the date is 24/01/1793. Genau. Kann es sich nur noch um Stunden handeln? Nee, warte mal. G. Das nächste ist dann J. Dann könnte es hier das F sein, weil nach dem E kommt das H. Okay, nehmen wir als nächstes das F. Today the date is Oh ja, mein Gott. 24/01/1793. Ich weiß es mittlerweile, Louis. Wenn wir jetzt wieder das G haben, das heißt, wir gehen zurück. Kann das nicht mit I anfangen? Mein Gott. G, J, E, H. J, E, H, A, F. Da gehen wir auf G zurück, aber das andere geht aufs H zurück. Beziehungsweise bleibt auf dem H. Und von da zum B.
Und bei dem anderen H G zum H. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich verstehe diesen Code nicht zu 100%. Das ist echt ein bisschen... Ich denke noch mal kurz drüber nach und guck mal, ob mir dann was kommt. There are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Mhm. Ja, soweit bin ich auch. Nochmal Some nachdenken. figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Okay. Today the date is 24/01/1793. Wer denkt sich denn so eine Kodierung aus? Aber schauen wir nochmal. Wenn beim 31.12. G und J entscheidend sind, also G und J, dann kommen wir ja auf der 3 an. Das ist 1, 2. Okay. EH wäre in der Quersumme 1. E ist 17, das ist quasi der Codebuchstabe, und H ist dann wahrscheinlich die 1. Wenn ich jetzt AF habe, Moment, 24, also die Zahlen deuten auf die Buchstaben hin. Okay. 24 ist mein ausschlaggebender Punkt. Wir haben 0, 1. Dann... Dann. Man merkt mich, glaube ich, denken. Das ist schon kompliziert. Also es bringt auch nichts, das jetzt ständig zu wiederholen, das ist kompliziert, das ist mir klar. Wenn im oberen Code die 1 das G ist, J ist 2. Ich weiß nicht, ob meine Theorie mit der Quersumme so funktioniert, aber G ist wieder 1 im oberen, H ist 7. H ist 7, das ist da oben. Wait. Ich sehe gerade, dass die von dem Sternchen in der Mitte es immer 7 weitergeht, wenn man bei der 3 anfängt. 3 plus 7 ist 10, plus 7 ist 17, plus 7 24, 31. Da hört es dann auf und fängt wieder von vorne an. Also, geht das in 7er Schritten? Kann aber auch nicht sein. Ich teste nochmal meine Theorie mit der Quersumme. Also 1 und 7 sind 8 und 9 sind 17 und 2 sind 19. G, H, F, J. Da kommen wir nur auf 3. Weil die dazwischen keine Zahlen haben. Dazwischen da sind nur die Buchstaben. Ich würde das ungern falsch machen. Kann ich hier irgendwas benutzen? Offenbart Immunitäten? Nee. Hebt negative Effekte auf. Stellt 2 Konzentrationen. Nee. Also meine Theorie mit A und F finde ich erstmal nicht blöd. Wobei 17, 31. Wenn das jetzt ein Livestream wäre, hätte ich fragen können, ob jemand Bescheid weiß, der es guckt.
Leider geht das nicht. Ich kann natürlich auch immer noch Konzentrationspunkte schlucken und keinen Code verwenden. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Weil das ist Heimlichkeit und ich denke mal, der Code hat ja schon einen Sinn für die Korrespondenz zwischen ihm und dem Papst. Aber wenn ich es falsch mache, komme ich auch nicht weiter. Okay, nochmal nachdenken. G, H, F, J. Dann haben wir H, B, C, F. Also was auffällt, ist, dass der Monat, also ein Buchstabe im Monat, korrespondiert mit einer Zahl, der andere nicht. Und alle Buchstaben im Jahr korrespondieren nur zu Buchstaben. Wenn wir also quasi circlen, wir gehen von 31 auf 3, auf 10, auf 17, dann auf 24. Auf A, F korrespondiert zu G, J und E, H. Danach kommt G. Das wäre G, J, G, A, aber wir haben E, H, H. Das wirft mich immer ein bisschen raus. Okay. Nee, ich habe jetzt echt lange darüber nachgedacht. Und ich werde jetzt einfach keinen Code verwenden. Ich nehme jetzt die ganze Spannung hier raus und werde einfach keinen Code verwenden. Mir ist das zu tricky ein bisschen. Gerade tatsächlich. Ich mag Rätseln sehr gerne, aber das ist wirklich nicht ohne. Also wenn ich es hier falsch mache, dann verkacke ich wahrscheinlich big time. I could pretend that the code got erased during the voyage, as if the letter arrived in really bad condition. That would be perfectly understandable given that it's traveled across the seas, right? Danke, Louis, dass du mir das abnimmst. So, ich sollte einen anderen Stempel auf jeden Fall nehmen. Ich lese noch mal kurz den ersten Brief. PS, verwenden Sie nicht Ihr eigenes Siegel, wenn Sie mir schreiben. Benutzen Sie stattdessen den Stempel mit meinem Motto. Okay. Mit seinem Motto. Suchen wir mal einen Stempel aus. Da gibt es eine Auffälligkeit mit dem Stempel. Ja. In one of the letters, the Pope asked Piaggi to change and to stop using his personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. Ich kenne das Motto, das päpstliche Motto. Ich kenne das Motto, es kostet mich nichts. I remember that. Flore in Domo Domini. Ja, kommt das hier auch It raus? must be in Latin. Ja, gut. Wie war das I jetzt? remember that. Flore in Domo Domini. Flore in Domo Domini. Okay, schauen wir uns die Stempel mal an. Den rechten. Die Gravur begutachten. Justitia, misericordia e humiltà. I gotta brush up my foreign languages. Ich verstehe es auch nicht. Übersetzen wir es mal. I think it's in Italian. Justice, mercy, and humility. Okay. Wir können auch noch mal den Brief vergleichen. Piaggi once gave me a sealed letter. It had the same seal on it. I remember now. Okay. Dann ist das schon mal meiner. Wir gucken uns die anderen aber auch noch an. Erstmal den mittleren. This seal is different to the one Piaggi used for the letter he gave me. Yes, I'm certain of it. Ja, gut. Und die Gravur? On it is written, Flore in Domo Domini. Okay, dann wird das wahrscheinlich der vom Papst sein. Latin. It blooms in the house of God. Gut, den auf keinen Fall benutzen.
Gucken wir uns noch den linken an. Das ist ein Kreuz. Now, I distinctly remember this seal that Piaggi used on the letter he gave me. This isn't the same stamp. Ja, das wäre wahrscheinlich aufgefallen. A circle with a cross inside. Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Random-Stempel. Gucken wir nochmal ganz genau. The Pope asked Piaggi to change and to stop using his personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. Ach, so rum. Oh, ja, gut. Dann ist das natürlich der mittlere gewesen. Gucken wir nochmal. Flore in Domo Domini. Ja, das ist der. Okay, gehen wir zurück. Und benutzen den. Zack. Okay. Ich glaube, dann hätten wir es. Dann schließen wir den Brief ab und hoffen, dass kein Code zu verwenden funktioniert. Dramatische Musik. Your Eminence, all ready to send... What's he doing here? Damn it. That's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean he can't hear us? Oh What's mein going Gott. on here, Piaggi? Ich mache erstmal meine negativen Effekte weg. So. Louis wurde einem Exorzismus unterzogen, Louis hat ein Beruhigungsmittel erhalten, Louis ist einfach müde und er ist bewusstlos geworden. Ich könnte natürlich auch seine Gedanken lesen. Ich mach das mal. The old goat is going to drop us. It's a lousy turncoat. Well, he'd better not tell me he just fell asleep. Gut, dann ich nehme mal das Beruhigungsmittel. Calm down now. Monsieur de Richet came to see me because he was having anxiety attacks and wanted something to help him relax. I'm afraid I've been a little heavy-handed. You can say that again. I was about to fetch someone to take care of him. Would you Good. care to go? There he is, and there he stays. Perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. Can you keep a secret? Natürlich. Of course, my son. Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ah, don't talk rubbish. I don't trust the little runt because he is Mortimer's son. Would you believe it? How does he know? Dear God, how is that possible? I am flabbergasted. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? Uff. Also, natürlich nicht, das stimmt. Home wird dagegen sein. Nicht in diesem Zimmer, das geht so weit. Lesen wir doch mal seine Gedanken. The slime bag. He works for Mortimer. Good thing I already tried to warn Gregory. Dann nehme ich mal Home wird dagegen I'm sein. certain that Sir Gregory would be opposed. You know nothing. I know Sir Gregory better That's than... against the rules of the conference, Monsieur von Wollner. I refuse to go against Sir Gregory. Right. Monsieur von Wollner, I always act in the best interest of all. I assure you, Everyone's entitled to an opinion. you must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. Es ist echt gut mit dem Gedankenlesen. Da kann man richtig viel noch rausholen. Okay, ich werde Home alles verraten. Ich werde ihm seinem König melden. Ich werde Mortimer Bescheid sagen. Oder Risiko, dass die Konferenz abgebrochen wird. Gehe ich nochmal auf Nummer sicher? Ich habe ja noch 2 Fehler, also ich nehme erst einfach diese erste Möglichkeit. If you lay a finger on him, I'll denounce you to Sir Gregory. I'm warning you. You old weasel. Very well, Alles Piaggi, geschafft, you super. I refuse to let you do the first thing that comes into your head. will. I don't know what the two of you are up to, but I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body.
dass seine Augen auch einfach offen sind. Echt wie tot. Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the red salon. Das war echt kritisch. Ich meine, er hätte mich wahrscheinlich auch jetzt umbringen können. Und was wäre dann? Da wäre alles vorbei. Oh mein Gott. So, in den roten Saal. Dann gehen wir hier lang und die Treppe runter. Das schließen wir jetzt natürlich auch noch ab. Es ist super interessant geworden. Jetzt so richtig viele Turns gehabt. Wow. Okay. Roter Saal ist, glaube ich, auf dieser Seite. Jawohl. War schon mal richtig. Jetzt mal gucken, wo er ist. Er sitzt am Kopf. So, Louis, Oh, was ein what was Glitch. your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. I have to admit, the experience was utterly amazing. Come, tell me more. Ich muss mich fast übergeben. Ich kann das nächste Mal kaum abwarten. Ich muss das zweimal versuchen. Keine Probleme. Ich kann das nächste Mal kaum abwarten. Not much else to say, other than I've already developed a taste for it. Delighted to hear it. Bear in mind, you will discover many new things by going from body to body. Is it possible to go from one body to another several times? With practice, yes. Some of us have become masters in the art of bouncing from one body to another, to the extent that they can't be found. But you did it. Natürlich muss jetzt jemand kommen Gregory? und stören. What can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? Was soll das heißen? What place is that? At the end of a leash, like all the others. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes, for crying out loud. His whole system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. Ich frage mich, ob man den Vater, der die ganze Zeit angesprochen wird, auch mal trifft. Also, oder ob der noch eine Rolle hat. Vielleicht ist es ja auch noch der Gast, der noch kommen soll. Gut, nichts sagen, das kann man wohl sagen. Ich sag mal nichts. How dare you? Den Blick. You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is Nein. drunk hot or not at all, William? When will you learn? Was ein Spruch. It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. Okay. Was ist mit Konsequenzen? Klingt wie eine autokratische Herrschaft. Was glaubt er, dass Mortimer mir antun wird? Ja, das interessiert mich. You came here to warn me, sir. No, to advise you. Advise me against my father. Why? I think you are capable of deciding for... You haven't answered my question. Why warn me against my father? What are you afraid he will do to me? Well, I wouldn't want him to lead you into
I don't know what absurd adventure in which... You act as though I were in danger. I agree with Louis, Gregory. You're trying to pass me off as a villain about to devour him. That's not fun, William. I won't let him follow you. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary. If he insists on going through, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. Oh je. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Well, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich möchte eigentlich den Dämonenweg hier einschlagen, weil ich finde es auch natürlich interessanter. Deswegen wähle ich auf jeden Fall hier, ich bin ein Dämon. It's useless trying to resist my true Demon. nature. I'm a demon. May as well accept it. The sooner the better. Even if I continue to live as a human, all my friends and acquaintances will inevitably end up dying. And I'll be left on my own. Forever. I am a demon and I have to behave like one. The sooner, the better. So? What do you choose, Louis? Tja, Holm, Mortimer. Ich muss ja sagen, Gregory war mir von Anfang an sehr, 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 sehr unsympathisch und er hat es irgendwie nicht besser gemacht und ich finde seinen Monarchiegedanken jetzt auch halt nicht so dolle und irgendwie ist Mortimer als Charakter einfach, ich will nicht sagen sympathischer, weil die haben beide irgendwie einen an der Klatsche, aber irgendwie interessanter ihm zu folgen, für mich jetzt persönlich, deswegen wähle ich ihn. I shall follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Come, follow me. It's time for us to get ready. Okay. Sehr interessant. Oh, es geht direkt weiter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer auf meiner Seite mitstand. Do you really think we have a chance of winning? A chance? Ach ja, das sind ja die. You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is? You. My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Okay, Episode 4, 13 haben wir damit abgeschlossen. Wir haben alles geschafft.
Wundervoll. So, ich habe einen Brief an den Papst gefälscht. In meinem Brief an den Papst habe ich Sir Gregory diskreditiert. Ich habe gelernt, wie ich meine neue Fähigkeit einsetze. Ich habe mich für den weiteren Verlauf der Konferenz vorübergehend mit Lord Mortimer verbündet. Vorübergehend, sehr schön. Ich konnte von Wellner davon abhalten, mich zu vergiften. Gut. Weiter. Jetzt habe ich wieder 4 Pünktchen. So. Am besten... Aufmerksamkeit, Gewandtheit. Oh, ich weiß nicht. Ich mache mal Aufmerksamkeit voll. Ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Und da sind wir auch schon am Ende von der 4. Episode. Das ging jetzt schneller als gedacht. Aber gut. Die Konferenz muss ja auch noch irgendwie zu Ende gebracht werden. Und es gibt ja noch eine 5. Episode. Und ich denke mal, das wird dann sehr, sehr entscheidend sein, was da passiert. Aber schön. Wir haben uns jetzt den Dämonenweg einverleibt. Was heißt Dämonenweg? Wir beschreiten nun den Weg des Dämonen. Und ich muss sagen, es macht ein bisschen auch die ganzen merkwürdigen Entscheidungen wett, die ich am Anfang des Spiels getroffen habe. Wobei natürlich sehr viele Tote. Ich wette, man kann das Spiel auch durchspielen, ohne dass jemand stirbt. Oder nicht, ja, ich sag mal, nur die Unwichtigen in Anführungszeichen sterben. Aber ja, das vielleicht ein andern Mal. Aber jetzt gehen wir erstmal auf diesem Weg weiter. So, wie gehabt, ich lasse den Abspann durchlaufen und freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut, ciao!